In diesem Video lackieren wir den Traxxas TRX6 im Brabus-Style. Das ist bei dieser wirklich sehr großen Lexan-Karosserie nicht ganz einfach und deswegen zeige ich dir Schritt für Schritt, wie auch du das ganz einfach zu Hause nachmachen kannst. Ganz kurz zur Erklärung, was ist eigentlich Brabus für die Leute, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können. Brabus ist eine Edeltuning-Firma aus Deutschland, genau genommen aus Bottrop, wird geführt von Konstantin Buschmann, das ist der Sohnemann vom Firmengründer Bodo Buschmann, und Brabus hat sich auf das Tunen und Veredeln insbesondere von Mercedes-Modellen spezialisiert. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Konstantin Buschmann und auch von der Firma Brabus und finde die Firmenkultur immer wieder sehr beeindruckend. Also es ist sehr interessant, sich mal so ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wenn dich das genauer interessiert, dann schau doch mal nach einem Interview mit dem Konstantin Buschmann. Das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Aber warum möchte ich denn jetzt das Design von meiner Karosserie an Brabus anlehnen? Das ist ganz einfach. Bei Brabus gibt es den Leitsatz One Second Wow. Bedeutet also, dass dich ein Produkt in einer Sekunde wirklich überzeugen soll und du wirklich geflasht davon sein sollst. Sowohl von der Optik als auch von der Qualität. Die meisten Brabus-Fahrzeuge sind schwarz, deswegen ist das, was ich jetzt mache, im ersten Moment vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Unser TRX6 wird nämlich in diesem wunderbaren Grau. Brabus wird zwar oft mit Schwarz in Verbindung gebracht, aber der Vorteil ist, dass du dir dort deine Fahrzeuge ganz individuell gestalten kannst und deswegen wäre auch dieses schicke Grau sicherlich möglich. Wer jetzt ein bisschen irritiert ist, Brabus macht natürlich nur Fahrzeuge im Maßstab 1:1, also nichts im RC-Bereich, aber dennoch soll dieses Fahrzeug hier später sehr, sehr nah dran kommen. Genug geredet. Jetzt geht es weiter mit der Veredelung von unserer Lexan-Karosserie. Schritt 1, das Ausschneiden von diesem Bereich hier, denn ich habe bei meinem TRX6 eine solche vertiefte Ladefläche. Diese soll natürlich später zu sehen sein, deswegen muss der Bereich weg. Wenn du so eine Ladefläche nicht hast, dann lässt du diesen Bereich natürlich stehen, den brauchst du dann später, um deine Karosserie befestigen zu können. Was ich dazu nutzen möchte, ist dieses Teil. Es sieht im ersten Moment vielleicht ein wenig pervers aus, ist es aber eigentlich gar nicht, denn es ist so ein Lexan-Locher. Damit werde ich mir hier vorsichtig so kleine Löcher an die Kanten machen, um einen schönen Anfang zu haben. Und dann werde ich mich mit dem Skalpell weiter vorarbeiten und das sauber ausschneiden. Wichtig hierbei ist natürlich, dass dieses Skalpell sehr, sehr scharf ist. Alternativ kannst du hier auch ein sehr scharfes Cuttermesser nutzen. Ausgeschnitten werden muss in meinem Fall der komplette Bereich bis hier vorne unter das Fenster. Wenn du dir da ein bisschen unsicher bist und auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du dir hier vorne einmal eine Linie anzeichnen, damit du später auch wirklich nicht vergisst, wo dein Bereich ist, den du ausschneiden möchtest. Ich fange jetzt hier schon mal an, vorsichtig ein kleines Löchlein zu setzen. Die möchte ich gleich einfach gerne als Anfang nutzen und auch irgendwie, um eine saubere Kante hinzukriegen. So viel ausgeschnitten habe ich tatsächlich auch noch nicht bei einer Lexan-Karosserie. Die Löcher gehen schon mal gut rein. Und jetzt werde ich hier das Skalpell ansetzen und mich ganz vorsichtig durcharbeiten, bis ich das Ganze ausgeschnitten habe. Das kann einen Moment dauern. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Alles ist jetzt wunderbar ausgeschnitten. Wir können uns das mal anschauen. So sieht's aus. Was mir also wirklich sehr gut geholfen hat, das war, dass ich mir hier vorher an jeder Ecke einen Punkt gesetzt habe. So habe ich wirklich mich schön durcharbeiten können und der Vorteil war auch, dass wenn hier zum Beispiel so ein 90-Grad-Winkel hier aufeinander trifft, die beiden Kanten, dass die Lexan-Karosserie dann nicht einreißt, weil wir hier einen schönen Punkt haben. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Setz dir vorher da so ein paar Punkte, das ist dann deutlich einfacher. Danach habe ich das Ganze hier noch entgratet. Ich habe das jetzt vorsichtig mit einem Dremel gemacht. Man kann das auch zum Beispiel mit einer Nagelfeile oder mit Schleifpapier machen, dass wir das hier schön sauber haben. Hier oben habe ich mir als Hilfe nichts angezeichnet, sondern ein Stück Klebeband.
dran gesetzt, dass ich auch hier schön gerade werde. Und jetzt habe ich das Ganze auch einmal ausgespült, weil durch den Dremel hatte ich jetzt hier natürlich ganz, ganz viele Staubpartikel drin. Wenn du das Ganze ausspülst, achte wirklich darauf, dass du das danach schön trocken machst und im Notfall, gerade hier in diesen Ecken und Kanten, ruhig auch nochmal vorsichtig föhnen mit einem lauwarmen Föhn, sodass wirklich alles trocken ist. Fettfrei muss das Ganze noch nicht sein, denn jetzt geht es ans Abkleben der Scheiben und der Kotflügel. Alles, was wir hier zum Abkleben benötigen, ist zum einen diese Vorlage hier für die Fenster der Karosserie. Das sollte beim Karosseriesatz mit dabei sein. Des Weiteren möchte ich ja die Kotflügel in einer anderen Farbe lackieren und deswegen werde ich diese hier vorher abkleben mit ganz normalem Kreppband. Alles ist sauber abgeklebt und danach auch nochmal von mir innen entfettet worden. Das Ganze habe ich mit einem sauberen Tuch und einem Glasreiniger gemacht. Wenn du jetzt Stellen siehst, wie zum Beispiel hier vorne, dann hat das einfach den Grund, dass ich geschaut habe, ob die äußere matte Schutzfolie, die hier noch drauf ist, irgendwelche Beschädigungen hat, sodass Farbnebel auf die Karosserie treffen kann. Und in der Tat, ich hatte diese Karosserie bestellt. Sie ist also per Post versendet worden und an manchen Stellen, wie zum Beispiel hier unten oder an manchen Kanten, war diese Schutzfolie nicht mehr intakt, sodass ich diese auch nochmal von außen abgeklebt habe. Fenster und Kotflügel sind soweit vorbereitet. Hier oben das Schiebedach habe ich auch nochmal abgeklebt. Dafür gab es keine Vorlage. Und jetzt sind wir bereit, das Ganze zu lackieren. Bei dem Fahrzeug gibt es eine Besonderheit, denn ich möchte eine Lexan-Karosserie mit TS-Farbe lackieren. TS-Farbe ist in der Regel nicht für Lexan-Karosserien geeignet, sondern für Hardbody-Karosserien und wird von außen aufgetragen. Wenn wir diese Farbe jetzt auf einer Lexan-Karosserie verwenden möchten, dann müssen wir diese zunächst von innen grundieren, sodass die Farbe auch vernünftig hält. Das mache ich mit einem matten Klarlack PS 55. Du siehst schon PS, das ist also die Farbe, die wir für Lexan-Karosserien verwenden. Einmal entspannt einnebeln, wirklich schauen, dass überall was sitzt, gut trocknen lassen und erst dann gehen wir später mit der Wagenfarbe drüber. Wo lackiere ich am besten? Da scheiden sich die Geister. Die meisten Leute sagen, mach es draußen, dort hast du die Dämpfe nicht und du musst nicht putzen. Dann ist natürlich auch immer die Frage, was sagt denn die Ehefrau dazu? Darfst du in der Küche lackieren oder nicht? Das ist immer so eine Sache. Ich persönlich mag es lieber im Haus zu lackieren. Ich weiß, ich darf hier danach wischen und ich muss die ganzen Oberflächen am besten mit Folie bedecken. Aber warum mache ich das drinnen? In meinen Augen wird das Ergebnis einfach schöner. Ich habe draußen Wind, ich habe draußen Staub, ich habe unterschiedliche Temperaturen. Und hier im Haus muss ich natürlich auch für eine Durchlüftung sorgen, sodass ich hier nicht gleich umkippe. Aber ich habe keinen Wind. Und ich habe deutlich weniger Staub oder kleine Tierchen, die sich vielleicht absetzen. Dementsprechend empfinde ich das spätere Ergebnis für schöner und aus diesem Grund nehme ich dann auch gerne die Mehrarbeit in Kauf. Die Kamera steht zum Glück weit genug weg. Wir haben hier PS 55 und jetzt das Übliche in ganz dünnen Bahnen ganz vorsichtig auftragen. Immer wieder antrocknen lassen und wirklich schauen, dass du eine geschlossene Oberfläche bekommst. Ich habe das Glück, jetzt hier eine wirklich schöne Beleuchtung zu haben, deswegen sehe ich auch genau, wo was auftrifft. Aber gerade bei dieser Karosserie ist es natürlich sehr schwierig, alle Ecken und Kanten auch wirklich zu treffen. Erste Schicht ist drauf, lieber in kleineren Schritten arbeiten, immer wieder antrocknen lassen, so vermeidest du Läufer. Das Ganze machen wir jetzt komplett, weiter geht's dann mit der grauen Wagenfarbe. Die matte Grundierung hatte jetzt ein paar Stunden Zeit, intensiv abzulüften und zu trocknen.
Wie du siehst, siehst du nicht viel, außer dass die Karosserie von innen matt ist. Und jetzt werde ich etwas Richtung Fenster gehen, denn jetzt geht es an die Farbe und das wird auch mir dann etwas zu arbeitsintensiv, diesen Farbnebel hier überall abzuwischen, gerade auch hier hinten im Hintergrund meine RC-Fahrzeuge. Du hast diesen Farbnebel vorhin schon gesehen und das müssen wir hier nicht auch noch mit dem Grau machen, deswegen ziehe ich jetzt um und lackiere die gesamte Karosserie auch in dünnen Schichten in unserer TS66 Graufarbe. Also langsam lässt sich doch erahnen, wo die Reise hingeht. So sieht's aus. Was hältst du denn von der Farbe? Schreib mir das doch jetzt gerne mal in die Kommentare. Im nächsten Schritt werde ich jetzt das Klebeband an den Kotflügeln entfernen. Diese sollen nämlich gleich schwarz werden, genauso wie das Schiebedach hier oben. Das wird ebenfalls nicht durchsichtig, sondern schwarz. Und dann kann ich hier auch schon mal gleichzeitig schauen, haben sich denn unter diesem Klebeband irgendwelche Läufer gebildet? Wenn ja, werde ich hier mit so einem ganz einfachen Pinselreiniger und diesen Q-Tips versuchen, diese Läufer vorsichtig zu entfernen, bevor ich dann mit der PS5-Farbe, mit dem Schwarz, das Ganze nochmal von innen lackiere. Man hätte jetzt natürlich auch die Kotflügel von außen schwarz lackieren können. Finde ich aber ein bisschen suboptimal, gerade im Gelände. Wenn man dann mal hängen bleibt, dann ist das gleich verkratzt und dann scheint dieses Grau durch. Deswegen möchte ich die auf jeden Fall von innen lackieren, von außen dann später nur der matte Klarlack drauf, dass die Kotflügel nicht glänzen. Auf geht's! Ich entnehme das Klebeband aus den Kotflügeln. Jetzt, wo das Klebeband weg ist, sieht man dann die eine oder andere Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf der Kamera rüberkommt. Hier vorne ein ganz kleines bisschen eingenebelt. Aber auch hier haben wir so minimal so ein bisschen hier den Kotflügel mitlackiert. Und das werde ich jetzt vorsichtig abnehmen. Was sehr gut geklappt hat, das war hier oben das Schiebedach. Und sobald ich das jetzt alles hier vorsichtig abgenommen habe, diese kleinen Läufer, lackiere ich die Karosserie von innen komplett schwarz. Vorher drücke ich hier auch nochmal die Scheibenaufkleber richtig dran. Die können sich durch die verschiedenen Lackiervorgänge ein bisschen gelöst haben. Also auch die Ränder nochmal richtig andrücken und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie es denn aussieht. Wie ich finde, ein richtig schöner Kontrast, dieses Maschinengrau mit diesem Schwarz. Wir werden ja auch später den Überrollkäfig hinten in Schwarz haben, die Anbauteile in Schwarz. Das wird richtig gut harmonieren. Wenn ich jetzt komplett die Schutzfolie entfernen würde, würde natürlich auch dieser Bereich in den Kotflügeln hoch glänzend werden. Das möchte ich nicht. Die Kotflügel werden schwarz matt. Wie können wir das jetzt gewährleisten? Ganz einfach. Ich werde jetzt hier mit dem Skalpell die Schutzfolie hier einmal entlang sauber einschneiden. Wichtig ist, dass das Skalpell scharf ist und dass wir hier auch wirklich nur die Folie durchschneiden und werde das dann hier am Kotflügel abziehen. Das mache ich auf allen Seiten. Und später gehe ich nochmal mit dem PS55, dem matten Klarlack, einmal drüber, sodass wir später ein schön mattes Finish haben. Angeritzt habe ich das Ganze schon. Jetzt nehmen wir uns hier mal vorsichtig einen Anfang und ziehen das vorsichtig ab, sodass wir hier vom Rest der Karosserie natürlich die Schutzfolie nicht mit abnehmen. Die soll ja später hochglänzend werden. Ah, fantastisch. Wenn man dieses glänzende Schwarz so sieht, dann gefällt einem das ja dann doch auch irgendwie. Jetzt am besten nicht draufpacken, dann kannst du es nämlich gleich direkt matt lackieren. So, und hier ist jetzt etwas passiert, das wollen wir eigentlich nicht. Nämlich hat sich jetzt hier so ein bisschen die Schutzfolie gelöst. Die werde ich jetzt wieder andrücken. Alles einmal vernünftig entfernen an allen Kotflügeln. Einmal darauf achten. Dann gehe ich jetzt mit dem PS55 Lack einmal drüber und zeige dir dann jetzt das fertige Ergebnis der Kotflügel. Nun sind die Kotflügel genauso matt wie vorher, nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt auch wirklich matt bleiben. Selbst wenn wir dann jetzt überall die Schutzfolie abziehen, klar, haben wir die dann später in diesem wunderbaren Matt. Im nächsten Step hole ich jetzt mal hier die Scheibenaufkleber von innen raus. Da lasse ich die Schutzfolie noch außen drüber. Die ziehen wir dann gleich zum Schluss ab.
jetzt erst die Scheibenfolie. Das können wir ganz einfach mit so einem Skalpell wieder machen, womit wir vorhin die Schutzfolie so ein bisschen angeritzt haben. Gehen wir ganz vorsichtig bei, nehmen uns hier einen Anfang und dann ziehen wir die Folie ab. Die Folie haftet richtig gut. Es ist auf der einen Seite richtig schön, dann gibt es keine Läufer. Auf der anderen Seite wird das Abziehen jetzt natürlich ein bisschen anstrengender. In der Regel reißen die eigentlich nicht, aber die sitzt wirklich bombenfest drauf. Oh, Junge, das hatte ich noch nicht. Oh, Satan. Aber sie hinterlässt zum Glück keine Spuren und die Scheibe ist klar. Das machen wir jetzt hier mit den ganzen anderen Scheiben auch noch. Alle Scheiben sind klar und durchsichtig. Jetzt geht es an den besonderen Moment in diesem Video. Wir nehmen die Schutzfolie der gesamten Karosserie runter. Guck mal hier vorne, da müssten wir ja theoretisch schon einen kleinen Anfang haben. Da kommt er. Da kommt er. Hahaha. So. Es wird jetzt ein bisschen frickelig, aber zusammen schaffen wir das doch. Ja, die reißt sehr schnell ein, diese Folie. Ich will auch keine Kratzer machen. Wow. Da kommt sie. Es bleibt immer mal wieder hier so ein bisschen was hängen. Wahrscheinlich liegt das an diesen ganzen Bohrungen, dass diese Folie reißt. Aber trotzdem ist es immer wieder ein spannender Moment, die Karosserie dann wirklich fertig zu sehen, beziehungsweise fertig lackiert zu sehen. Boah, da kommen die ganzen Farbpartikel runter. So, ich will keine Kratzer machen. Cool. Zack. Hier kann man es schon sehen. Schick. So. Machen auf dieser Seite weiter. Dadurch, dass diese Folie immer wieder durchbohrt worden ist für diese Anbauteile später, reißt sie wirklich an vielen Ecken und Kanten. Das hatte ich so zum Beispiel bei Tamiya in der Form noch nicht. Aber dann hat man halt ein bisschen länger was davon, von diesem schönen Moment. So, an vielen Stellen ist es schon ab.
an vielen Stellen noch nicht. Ich kontrolliere jetzt einmal kurz alles und nehme den Rest Folie noch runter und zeige dir dann jetzt das fertige Ergebnis. Wow! Ich bin mit der Farbauswahl richtig gut zufrieden. Ich habe die Folie jetzt überall runtergenommen und eine Sache, die ich wirklich schade finde, ich habe leichte Kratzspuren auf den Scheiben, aber von innen. Wie kann sowas passieren? Die Karosserie wird so in einer Tüte geliefert und hier im Inneren sind extra Tüten mit dem Zubehör wie Kühlergrill etc. Und diese Tüten haben auch Pappetiketten dran und dann schleift das hier so ein bisschen. Also das finde ich extrem schade. Ich wollte die Scheiben ganz klar haben und auch später mit diesen Aufklebern nur den Rand benutzen und dieses Innere freilassen, sodass ich wirklich ganz klare Scheiben habe. Ich glaube, das mache ich jetzt nur bei der Frontscheibe, weil gerade auf der Beifahrerseite habe ich doch ein paar stärkere Kratzer drin, was ich wirklich schade finde. Das Ganze ist von innen. Ich war beim Bekleben etc. wirklich sehr vorsichtig und man sieht, das sind solche Schleifspuren vom Versand. Das kommt leider auf der Kamera, glaube ich, nicht so wirklich rüber. Man wird das nicht sehen können, aber ja, das ist ein bisschen schade, aber es ist ja auch ein Crawler, das heißt, der wird ja auch irgendwann mal richtig im Gelände bewegt und von daher bin ich erstmal richtig gut zufrieden. Du solltest am besten jetzt mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn im nächsten Video stellen wir diese geile Karosserie fertig. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis dahin, ciao.